Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde bei Cargold. Heute haben wir wieder ein ganz besonderes Auto der Auto Union. Die Luxusmarke von Auto Union ist ja seinerzeit gewesen die Firma Horch. Das ist der größte und der luxuriöseste Horch, den die Marke überhaupt produziert hat. Das ist ein Horch 951a, ein Pullman Cabriolet. Der Wagen ist meist in Militärdienst gekommen. Man konnte sich den aber auch privat bestellen, anders als der Mercedes 77. Den konnte man nur, ich sag mal, über Regierungskreise bekommen. Und das Auto hier ist 1938 bestellt worden von der Luftwaffe. Und der Wagen ist dann im Russlandfeldzug an der Ostfront eingesetzt worden. Und das Schöne ist, den hat dann ein Österreicher gekauft. Der Wagen ist dann praktisch im Baltikum gestrandet seinerzeit und ist dann auf Achse, der Wagen war noch vollkommen original und authentisch von diesem Österreicher, direkt nach dem Krieg hat er versucht 1000 Kilometer mit dem Wagen zu fahren bis in seine Heimat Österreich, ist aber dann liegen geblieben im Motorschaden, aber der ist revidiert. Und das Tolle an dem Auto, der Wagen war 70 Jahre eingelagert und es waren alle originalen Details vorhanden und er ist dann in einem absolut bekannten deutschen Spitzenrestaurationsbetrieb voll restauriert worden. Und wie so ein Wagen fährt, also allein, dass wir sowas da haben können, in so einer Qualität ist natürlich einmalig. Der Wagen ist 6 Meter lang, wiegt ungefähr 3 Tonnen. Und wie gesagt, es gibt nur ganz wenige Überlebende von den Autos, sind wahrscheinlich nur 100 gebaut worden vom 951a Cabrio. Und das ist einer von denen, also für eine Sammlung ist das eine Einmaligkeit. Und wenn man so ein Auto einmal angeboten bekommt, muss man gleich zugreifen. So, wir fahren jetzt los. Wir zeigen euch, wie so ein Wagen 1938 sich bewegt hat. Weil die Restaurierungsqualität von dem Auto ist absolut identisch dem Original. Und wie das fährt, das geht jetzt los. So, da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Also man dreht um. Das Auto ist sofort da. Wie gesagt, die Maschine ist noch die Originalmaschine. Die ist auch komplett restauriert worden. Das Auto hat Matching Numbers. Das ist das Tolle. Es war alles noch über den Krieg erhalten worden, alles noch authentisch und original vorhanden. Ja, das ist der größte Horch, der jemals gebaut wurde. Also ich schätze mal, es gibt heute noch 20, 30 Autos, wenn überhaupt. Und von der Qualität, das sage ich jetzt einfach mal, weil ich den Restaurierungsbetrieb kenne, die sind ja seit Jahrzehnten die Nummer 1, was solche Autos angeht. Es ist wahrscheinlich weltweit der beste 951, der überhaupt vorhanden ist. Man merkt natürlich sofort, welches Gewicht der Wagen hat. Der ist jetzt muss ein bisschen warm gefahren werden. Das ist ja immer so bei alten Autos, die ruckeln am Anfang ein bisschen. Aber wenn die dann frei sind, geht das wunderbar. Er hat eine Viergangschaltung mit Autobahn-Schnellgang. Das könnt ihr unten übrigens sehen. Aber er ist natürlich ein gewaltiges Auto, was man bewegt. Der Wagen ist 6 Meter lang, wiegt 3 Tonnen. Es ist ein Pullman Cabriolet, was bedeutet, dass es ein 7-Sitzer ist. Das heißt, wieder bei der Bahn früher mal, es gab ja diese Pullman-Reisewagen, hatte man gegenüber sitzen und hier gab es auch eine entsprechende Trennscheibe noch. Das heißt, die Herrschaften, die hinten gesessen haben, die waren unter sich und der Fahrer, der Chauffeur, den mache ich jetzt heute, der war natürlich, muss ich mal gucken, wie die Bremsen gehen. Ja, die funktionieren, man muss zwar auch nicht drauf treten, aber das geht. Die waren dann für sich und da war eine Trennscheibe, die konnte man hochfahren. Und dadurch, dass das Auto hier ins Militär gegangen ist, an die Wehrmacht, also an die Luftwaffe, gehe ich mal davon aus, der Wagen hat Stander vorne, rechts und links. Die waren original vorhanden, also das haben sicherlich sehr, sehr hohe Dienstgrade bewegt, diesen Wagen hier. Ich gehe mal davon aus, das waren Generäle der Luftwaffe. Ja gut, ich meine, man hat hier zwar Platz hier vorne drin, aber so ein Auswuchs an Bequemlichkeit ist das natürlich nicht, weil hier hat immer der Chauffeur gesessen. Man sitzt relativ gerade, aber ich bin 1,84 m, also meine Körpergröße schafft das. Was uns hier übrigens antreibt hier vorne, das ist das Triebwerk des Horch 853a. Der hatte eine 8-Zylinder in Reihe mit 5-Liter Motor
und 120 PS. Das war für so einen großen Wagen also jetzt nicht gerade üppig, würde ich mal sagen. Ja, jetzt muss freigefahren werden, das merkt man richtig. Also er hat, das ist ein bisschen wie ein Segelschiff. Also man muss sich an das Auto doch ein bisschen gewöhnen. Es ist halt wie gesagt mittlerweile 80 Jahre alt. Er hat jetzt nicht gerade die ganz optimale Geradeausfahrt, aber ich kann euch sagen, dass sowohl die Technik wie auch die Optik, das Interieur, also wirklich alle Details dieses Fahrzeuges sind perfekt restauriert. Und ihr könnt mal davon ausgehen, dass es das, was wir gerade so als Fahren erleben, so war das auch seinerzeit. Und die Motoren, wenn die immer an- und ausgemacht werden, dann sind die ein bisschen zugerotzt. Das ist er jetzt aber nicht mehr. Man merkt, dass er jetzt fährt. Ne? Oh, wer ist der denn da? So, jetzt sind wir auf einer Landstraße. Jetzt läuft er auch besser als eben gerade. Das sind immer die ersten 5 Kilometer beim alten Auto. Deswegen müssen die regelmäßig bewegt werden. Aber er läuft immerhin trotz der Wahnsinnsgröße 130 Stundenkilometer Spitze. Und ich kann euch jetzt schon sagen, er fährt wirklich gut. Man kann sehr gut Landstraße fahren mit dem Auto. Und wenn man sich überlegt, welche Geschichte der Wagen hinter sich hat, er hat einen Russlandfeldzug mitgemacht und ist dann im Baltikum hängen geblieben, sage ich mal, auf dem Rückzug logischerweise. Und völlig original. Das heißt, als der Wagen gefunden wurde im Baltikum, war der noch fahrfertig und hatte noch, oder lief noch, das Auto funktionierte noch. Er hatte alle Details noch da. Er war halt benutzt und er hatte sicher auch schwierige Zeiten hinter sich. Aber das Tolle ist, er ist dann noch fast 1000 Kilometer bewegt worden und ist direkt kurz vor Österreich liegen geblieben und dann, wie gesagt, weggestellt worden, 70 Jahre. Und das sind eigentlich so Raritäten. Das ist absolut toll, wenn man so einen Wagen wiederfindet, der so lange verschollen war. Und wenn er dann in die richtige Hände kommt und toll restauriert wird, wenn man langsam schaltet, geht das auch wunderbar mit dem Runterschalten. Der hat übrigens einen ganz tollen Sound. Das Auto macht einen irren Lärm, finde ich fantastisch. Sollen wir das machen? Mal ausmachen. Wir wissen, wie er angeht, ne? Ja. Jetzt läuft er gut, hörst du? Ja. Jetzt läuft das noch hier? Ja. Jetzt läuft unser Auto richtig schön. Könnt ihr das hören? 8-Zylinder-Reihe, jetzt ist er rausgerotzt. Das ist immer aus, an. Das ist oft ein Problem von Ausstellung zu Ausstellung. Man fährt da nur kurz, dann macht man dann wieder an, wieder aus und dann rumpelt die so vorbei. Jetzt hört euch das mal an. So klingt ein Horch 853 Motor. Der hat einen super Sound, der läuft ganz leise, 8-Zylinder-Reihe, 5 Liter, 8 Zylinder, 120 PS, also toll. Ja, Paul fängt jetzt schon mal an, hier so ein bisschen zu filmen, weil der Restaurierungsgrad von dem Auto, der ist wirklich sensationell. Schaut euch mal diese hohe Güte des Holzes an, wie die früher überhaupt das gebaut haben. Alles massiv und in einer Qualität. Und das konnte man, glaube ich, auch nur so gut restaurieren, weil das Original noch vorhanden war. Man hat das wieder hergenommen, geschliffen, aufgearbeitet, ein paar Mal lackiert und dann habt ihr so eine Tiefe im Holz. Also das ist einmalig schön. Hier Holzgriff in Chrom. Hier vorne kann man die Windschutzscheibe übrigens nach vorne fahren. Da kam die Luft dann dadurch. Und man sitzt, also wenn man hier in dem Wagen sitzt, das ist wirklich fantastisch hier zu sitzen. Ein tolles Gefühl, ein gewaltiges Auto und dann in dieser Qualität. Also ich sag mal, dürfte der einzige und der beste auf der Welt sein, den man überhaupt kaufen kann. Besseres Auto kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Jetzt mache ich mal aus hier vorne. So, man muss das dann drehen, ziehen, dann ist er aus. Ich mache mal einen Gang rein, dass er uns nicht wegrollt. Weil aufhalten, wenn der rollt, kann man ihn, glaube ich, nicht. So, dann steige ich mal aus. Wie gesagt, ist nicht übermäßig viel Platz hier in dem Horch, aber ich komme zurecht. Ich bin 1,84 Meter. Man sitzt ein bisschen aufrecht. Ja, was also toll ist, wenn ihr mal die Türen seht, die gehen sehr weit auf, die gehen sogar bis hier hinten. Und ich meine, wenn ihr euch die Qualität anschaut im Detail, wie klasse das hier alles gemacht ist, das sind die Türtaschen wie eine, da sind die roten Nummern drin, wie eine kleine Aktentasche. Dann hier vorne dicke Holz mit Regenlaufrinne, das hatte man früher und da lief das Wasser hier lang. Das ist alles vollkommen massiv und echtes Holz. Also einmalig restauriert der Wagen. Da sind die Einsteigen, da vorne saßen praktisch dann die Herrschaften, die gefahren sind. Und hinten hat man dann das, könnt ihr sehen, das ist ein Pullman-Abteil.
Also Platz für die Herrschaften. Wir gehen mal davon raus, das war der Ostfeldzug, Russlandfeldzug, dass das Auto gerne Regeln gehört hat, der Luftwaffe. Wer genau, wissen wir nicht. Da war sogar hier unten die Bank von unten da gab es eine Belüftung unten drunter. Der Wagen war beheizt, könnt ihr das sehen, zu und auf, also wirklich toll gemacht. Und es konnten 4 Leute hier hinten Platz nehmen, teilweise sogar 5. Und die ganzen Stoffe, die ihr da seht, das ist alles original und authentisch. So ist der Wagen seinerzeit ausgeliefert worden. Und die Restaurierungswerkstatt, die das macht, die arbeiten auch für Audi. Das Auto ist übrigens auch per Gutachten dokumentiert von einem Professor, der wirklich einen Ruf hat. Also das Auto ist authentisch, in dem bestmöglichen Zustand, der überhaupt denkbar ist bei so einem Wagen. Ja gut, wir fahren jetzt weiter. Hier ist ein bisschen viel Verkehr im Moment. Also laufen tut das Auto sehr gut. Wenn wir den noch 10 Kilometer gefahren haben, läuft die Maschine 100% richtig. Laufen tut echt gut, ja. Also laufen tut er herrlich. Fährt gut, ne? Man merkt natürlich, was für ein gewaltiges Auto man in der Hand hat. Das Auto hat ja die Dimension wie ein Mercedes 770, hat nur die Hälfte gekostet. Also ein Mercedes 770 kostete seinerzeit 44.000 Reichsmark, was ein Haufen Geld war. Ihn hier gab es für knapp 20.000. Ja, das Auto hat eine Mittelschaltung, die auch wunderbar funktioniert. Wir haben ihn gerade auf Schnellgang laufen, weil wir hier Autobahn sind. Das ist der Mittelhebel, weil wir auf der Landstraße fahren. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er ohne Probleme 120, 130 fährt. Er liegt stabil auf der Straße. Das Lenkrad hat ein bisschen viel Spiel, aber das war zu der Zeit halt eben so. Aber so zu fahren ist das wirklich ein tolles Gefühl, was man hat dabei. Ist ein imposantes Fahrzeug. Von hinten kann man die Lichter vorne sehen. Ich merke das gerade hier beim Bremsen, spürt man das Gewicht. Er hat halt Trommelbremsen. Es gab damals noch keine Scheibenbremsen. Man muss halt beherzt reintreten, man muss das Auto kennen und man muss ihn vorsichtig fahren. Aber das ist eigentlich ein Prachtstück für eine Sammlung. Sowas gibt es, glaube ich, am Markt, auch am Weltmarkt, nicht mehr im Angebot. Das Auto ist sensationell schön. Und was mich auch beeindruckt hat, ist die Farbgebung. Der ist ja zweifarbig schwarz und dunkelgrün Metallic unten. Das ist so eine edle Konstruktion, eine schöne Farbe, so eine schöne Kombination. Also ist wirklich ein wunderschönes Sammlerstück. Und fahren kann man mit ihm auch gut, der läuft prima. Ist ja die 853 Maschine, davon sind ja eine Menge gebaut worden. Er war sehr, sehr zuverlässig, dieser Motor. 8 Zylinder in Reihe. Kompressor wollte man bei Horch damals einführen, aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Auch durch den Krieg, Daimler-Benz gab es ja Kompressor, also
Vergleichbar war der 540 Cabriolet B oder C mit dem Wagen. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich hier hochkomme. Aber die waren halt eben alle mit Kompressor. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe hier oben. Jetzt sind wir auf 800 Meter Höhe, auf der Ratzinger Höhe. Das ist unser Horch 853, also wie ich meine, ein absolut imposantes Auto. War wie gesagt das größte und das luxuriöseste, was die Marke Horch überhaupt gebaut hat, aus dem Jahr 1938. Es sind ca. 100 Fahrzeuge gebaut worden. Wie viele es heute noch gibt, ist unbekannt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das hier der beste ist. Ich mache jetzt mal hinten die Tür auf. Ich setze mich mal ins hintere Abteil. Also auch hier höchstwertig gearbeitet. Die haben verarbeitet den Originalstoff aus der Zeit. Der ist direkt für den Wagen wieder hergestellt worden. Das war extrem aufwendig. Schaut euch die Kurbeln an, das waren die Originalen. Die sind wieder renoviert, restauriert worden. Das ist alles authentisch. Schaut mal hier, da sind sogar die Schrauben in die gleiche Richtung parallel angedreht worden. Auf so ein Detail ist bei so einem Auto bei der Restaurierung geachtet worden. Auch hier oben die Schrauben, wie das Holz befestigt ist, alle in die gleiche Richtung, die Schrauben. Daran seht ihr, wie hier gearbeitet wurde. Also es ist einmalig. Übrigens, das hier musste man hochklappen, wenn das Verdeck dann drauf kam. Das lassen wir jetzt aber mal drin. Ja. So, jetzt geht es wieder runter. Also das ist wirklich deutsche Wertarbeit. Die haben damals einfach die besten Autos der Welt gebaut. Kann man im Detail sehen. Ich setze mich jetzt mal hinten rein, weil da ist ein riesen Platz in diesem Fahrzeug. Also man konnte hier wirklich herrlich sitzen, das könnt ihr glaube ich sehen. Dann haben wir hier vorne, hier ist einmal eine Kurbel und die ist dafür da. Da musste man, also die Rahmen müssen hochgeklappt werden, weil das ist die Führung für die Scheibe. Und wenn man jetzt dreht, war damals halt nicht elektrisch, da kam die Scheibe hoch. Schaut mal hier, also es war ziemlich aufwendig, aber ich gehe mal davon aus, dass diese Autos grundsätzlich so gefahren wurden, dass die sowieso offen war. Schaut mal hier, oh, alles schön stramm, aber überhaupt keine Luft, also weiter hoch fahre ich das jetzt nicht, dauert es uns länger. Das war die Scheibe und dadurch war man halt eben wirklich, konnte die Generalität ihre Gespräche über die Ostfront führen, ohne dass der Fahrer das vorne mitbekommen hat. Aber in jedem Detail, also eine höchste Wertarbeit, wenn man heute so ein Auto bauen wollte in der Qualität, ich wüsste nicht, was das kostet. Ich kann euch nur sagen, dass die Restaurierung von dem Auto auch sehr, sehr teuer war. Aber besser kann man es eigentlich nicht machen. Was er übrigens hier unten hat, ist eine Kurbel. Auch diese Bank, das waren sowas wie Liegesitze, die konnte man nach vorne fahren. Seht ihr das? Ich meine, heute gibt es E-Sitze, das geht alles einfach. Damals musste man kurbeln. Das war 1938 nicht so und dann rutschte das nach vorne. Also wenn der Herr General dann nach Hause gefahren wurde, der konnte sich also bequem hinsetzen. Wohl so bequem war das, glaube ich, nicht im Zweiten Weltkrieg. Aber jedenfalls war das luxuriös zu fahren. Hier vorne die Sitze, man konnte auch zu viert fahren in dem Auto. Dann ist es zwar ein bisschen enger gewesen hier, aber da war nochmal ein herrlicher Platz mit Armlehne. Also es konnten also wirklich 7 Leute in dem Fahrzeug reisen. Auch hier, das ist der Originalstoff, so ist der Wagen seinerzeit gebaut worden. Mit den Stoffsitzen, die haben genauso ausgesehen. Dadurch, dass der Wagen ja original noch erhalten war, wusste man das. Und die Firma, die das restauriert hat, die ist in der Lage heute, die haben so viele verschiedene Abteilungen, sowas per Sattlerarbeit en Detail richtig nachzubauen. Also diesen Stoff, den könnt ihr sonst überhaupt nicht bekommen. Das ist ein Vorkriegsstoff, das sieht man sehr, sehr hochwertig. Ist in dem Auto alles richtig gemacht. Hier Chrom, also absolut massive Arbeit und wirklich perfekt. Ja, wenn man hier hinten sitzt, man hat Platz hier vorne. Aschenbecher, man hat damals ja auch geraucht. Wenn man mit dem Cabrio fahren, das sind also diese Cabrio-Stützen fürs Dach, die dann hochzufahren waren, dann hat man das Dach drüber getan. Ja, und dann hatte man ein geschlossenes Auto mit einem ganz schweren, gefütterten Verdeck. Und da braucht es mindestens 2 Mann, um das nach vorne zu machen. Das machen wir heute nicht, weil das Wetter noch toll ist. Aber vielleicht, ich setze mich mal zur Seite, vielleicht nimmt Paul noch mal Platz neben mir und zeigt das auch noch mal, was das hier ein absoluter Luxus war. Es war auch nicht sehr windig. Man hat ja hinten dieses riesige Verdeck, was hier aufliegt. Heute gibt es dafür einen Windschott, so ein kleines Plastik. Damals gab es dieses gewaltige Verdeck, was hinter einem war. Also man konnte 80 bis 100 Stundenkilometer herrlich reisen in diesem Auto hier.
Ja, und das war das Größte und das Bedeutendste, was die Marke Horch seinerzeit auf die Beine gestellt hat. 1932 mussten ja 4 Firmen zusammengehen. Ihr kennt ja das Logo von Horch, sind die 4 Ringe. Heute ist es ja die Firma Audi. Und das war also DKW, das war Horch, Wanderer und Audi. Das waren die 4 Firmen. Und das Luxusprodukt dieser Auto Union ist damals hier der Horch gewesen. Und von der Firma Horch ist das hier das bedeutendste Auto gewesen. Wir fahren gleich noch ein paar Meter, aber es ist, glaube ich, sicherlich einer der bedeutendsten Fahrzeuge, die überhaupt gebaut wurden. Jetzt möchte ich euch noch mal die Türen zeigen. Das ist auch ein ganz tolles Patent hier vorne. Schaut mal, das sind ja ganz schwere Teile. Was das für Scharniere sind hier. Schaut mal hier. Die klappen so weit auf, dass die Tür nicht im Weg gewesen ist. Hier. Und die andere Tür, wenn ich das jetzt zumache, dann lässt sich die auch öffnen. Schaut mal hier. Also das ist doch wirklich einmalig, ne? Schlägt aber nicht zusammen. Wo gibt's das, nicht? Schaut euch das mal an. Das ist doch wirklich sensationell, was die Konstrukteure sich hier erdacht haben. Also das hier hat eine Qualität mindestens von einem Rolls-Royce, aber ich glaube besser. Ja, nun ist sie zu. Also es ist ein 7-sitziges Cabriolet aus dem Baujahr 1938 mit einer ganz tollen Historie, die man belegen kann. Und glücklicherweise waren die Dinge, die ganzen Details alle noch im Original vorhanden. Er war noch fahrfertig. Deswegen ist es auch Matching Numbers. Da war zwar der Motor dann kaputt gegangen bei der über 1000 Kilometer Überführungsfahrt, aber man hatte die Maschine, man hat sie restaurieren können und die tut hier vorne wieder ihren Dienst drin. Ist ein 853 Motor mit 120 PS. Ja, also wirklich gigantisch. Hier hinten Kofferkiste, die konnte man auch lösen, die konnte man tragen und wegnehmen für die Reiseutensilien im Fahrzeug. Hier vorne war der Tankdeckel. Also ich kann euch jetzt wahrscheinlich nicht zeigen, wie schwer der ist. Aber vielleicht merkt ihr das so. Das Ding wiegt wahrscheinlich schon allein 1,5 Kilo. Deswegen wiegt der Wagen auch 3 Tonnen. Also wenn man sich heute so die Aluminiumdeckel oder Plastikdeckel anguckt, das kann man damit überhaupt nicht vergleichen. Das wird drauf gemacht und das sitzt und das hält. Hier die Sturmstangen fürs Verdeck, die musste man ja spannen. Dann hier vorne die riesigen Reifen, große Reifengrößen mit dem Horch-Logo. August Horch hat ja 1896 seine Marke begonnen zu entwickeln, hat aber wirtschaftlich nicht so richtig Glück gehabt. Da ist das H-Zeichen, wenn man jetzt hier nach vorne geht, auch hier wieder dieser tolle Türmechanismus. Den gab es ja, wie gesagt, beidseitig. Schaut euch das mal an, was das ein mächtiges Fahrzeug war. Also begeistert mich wirklich total. Ich schließe das wieder. Und dann hier vorne, man hatte 2 Reservereifen. Wie gesagt, der Wagen war im Russlandfeldzug. Da waren ja die Örtlichkeiten und die Straßen nicht immer im besten Zustand. Das wisst ihr, hat man sich schnell mal einen kaputten Reifen gefahren. Deswegen hat er auch 2 Reservereifen. Und dahinter ist dann die Maschine vom 853A. Das war der Standardmotor von Horch seinerzeit. Leider nicht mit Kompressor, sonst wären die Autos noch viel schneller gewesen. Aber da kam der Krieg dazwischen, da ging das einfach nicht mehr. Aber ich sag mal, so ein Auto in der Qualität ist einmalig. Und ich kann jedem bedeutenden Sammler nur raten, der die Chance hat, dieses Auto jetzt zu erwerben, ruft uns bitte an unter 08036 und dann 7004 Germany, also 0049 80 36 7004. Das Auto steht bei uns. Ich finde es sensationell. Ja, was verbraucht so ein Wagen? Ich sag mal ca. 20 Liter. Er hat einen 100-Liter-Tank. Das Auto ist ja auch nicht für die Autobahn gebaut worden, sondern eigentlich für die großen Distanzen. War auch ein Repräsentationsfahrzeug. Man fährt ihn so 80 bis 100 Stundenkilometer. Das macht er sehr gut. Mir ist auch aufgefallen, dass er gut bremst und dass er toll schaltet. Das heißt, die Restaurierungsfirma hier, die hat einen hervorragenden Job gemacht. Aber das war die größte und wertvollste Repräsentationslimousine als Pullman Cabriolet, die es überhaupt gab. Das war also das Spitzenprodukt der Marke Horch. Und wir sind echt froh und glücklich, dass wir euch das präsentieren können, wie so ein Wagen fährt aus der Zeit. Denn man weiß ja nicht, wir machen ja deshalb auch die Filme, das sind ja Zeitdokumente, die sowas eigentlich erhalten. Wie fuhr sich sowas, wie hat sowas ausgesehen, was haben unsere Großeltern oder Urgroßeltern seinerzeit als Traum erlebt. Denn sowas konnte sich damals ja kaum jemand leisten, es sei denn, er war in Staatsdiensten, Privatleute ganz wenig. Also es sei denn, man war in Staatsdiensten. Und
Ich finde das einfach toll und mir macht das auch Spaß, einfach mal zu sehen, wie so ein Wagen gelaufen ist. Das war schon toll. Also die Technik war damals weit. Nur wenn ich das heute vergleiche mit Luxuslimousinen, da saß man natürlich herrschaftlich da hinten, wirklich hochherrschaftlich. Und was der Wagen auch hat, der hat einen tollen Sound. Also wirklich einen kernigen, tollen Sound. Die Maschine hört sich super an. Man merkt, dass das ein 8-Zylinder ist. Drehmoment ist auch ordentlich. Aber natürlich klar, wenn der Wagen einen Kompressor hätte, hätte er noch mal PS, hätte er vielleicht 180 PS, wie seinerzeit die 540 Cabriolets von Mercedes. Aber gut, dazu hat es damals nicht mehr gereicht durch den Kriegsbeginn 1939. Aber was man da auf die Beine gestellt hat mit so einem Wagen, das war schon toll. Also ach ja, richtig, das muss ich noch sagen. Seinerzeit sind ja oft nur die Rahmen gebaut worden und die sind dann in die entsprechenden Karosseriemanufakturen geschickt worden. Unser Auto ist nach Dresden geschickt worden. Horch saß ja damals in Zwickau und von Zwickau nach Dresden, das ist ja Sachsen, ist das nicht allzu weit, das sind vielleicht 100 Kilometer. Und da hat das Auto dann diese tolle Gläserkarosserie bekommen. Gläser in Dresden hatten auch einen Weltruf. Das heißt, das Auto hier hat eine Original-Gläserkarosserie. Die war ja vollständig erhalten, die hat man auch wiederverwendet. Also an dem Auto ist hier alles Matching und das macht es natürlich besonders. Und das ist auch der Grund, weshalb heute die interessantesten Restaurierungsbetriebe für solche Fahrzeuge in Dresden sitzen. Da kommt die Marke Horch halt her, also nicht aus Dresden, sondern aus Zwickau. Da gibt es auch dieses tolle Horch-Museum in Zwickau. Ja, das ist ein Auto aus der großen alten Zeit, aus der großen Zeit des Automobils in den 30er Jahren. Da hat man wirklich die gewaltigsten Entwürfe gebaut, die tollsten Designideen gehabt. Mit diesem Ergebnis, mit einer Qualität, die hat es so danach nie wieder gegeben. Ja, das Schöne bei uns in Bayern ist, hier ist seinerzeit die Straße so leer wie in den 30er Jahren. Wir kennen natürlich auch die richtigen Wege, wo man langfährt, wo man möglichst wenig Verkehr hat. Und da ist natürlich fantastisch, mit so einem riesen Cabriolet durch die Natur zu fahren. Es macht einfach Spaß. Da kommt echt Freude auf. Freude am Auto. Wirklich Freude am Auto. Muss noch mal sehr konzentriert sein mit dem Lenken hier. Servolenkung hat er wie gesagt keine. Hat auch relativ viel Spiel, aber das war damals so bei den Autos. Hast du vom Sound auch hinten was? Ja. Der Sound ist ja toll bei dem Ding, ne? Also wirklich ein imposantes Fahrzeug. Wir nähern uns jetzt wieder unserem Hof Beuerberg, wo wir so ca. 80 Fahrzeuge haben, unter anderem auch den Horch. Also wirklich eine sensationelle Probefahrt, hat mir einen absoluten Spaß gemacht, weil sowas habe ich in meinem Leben nur einmal. 853 haben wir schon einige verkauft, aber 951a Cabriolet, das haben wir noch nicht gehabt. Und ich kenne zwar noch eins, was vielleicht irgendwann mal zum Verkauf steht, aber das steht noch in den Sternen. Auf jeden Fall ist das Auto hier sensationell restauriert. Hut ab, das muss ich wirklich sagen, ist toll gemacht. Besser ist der neue auch nicht gewesen und der läuft genauso, wie er aussieht. Das Auto ist unbedingt was für eine Sammlung. Also wenn ihr hier an Konkursveranstaltungen mit teilnehmt, macht ihr definitiv erste Preise. Das Auto kann man nicht besser machen. Ist alles authentisch, wie die Firma Horch das vor 80 Jahren gebaut hat und wirklich in einem sensationellen Zustand auch jetzt noch erhalten. Ja, das war es eigentlich, unsere Probefahrt. Jetzt muss man gucken, sonst fahre ich ein bisschen leichter hier in die Auffahrt. Das habt ihr gemerkt, das ist richtige Arbeit hier. Aber ein faszinierendes Auto. Jetzt zeigen wir euch mal, wie ein Horch 853 Motor aussieht. Das heißt, in dem Fall ist es ja 951. Schorsch aus der Mechanik macht uns das jetzt kurz mal auf. Natürlich sehr, sehr schwer, so ein Flügel. Wir machen nur die linke Seite auf. Das ist der Riesenvergaser für die 8-Zylinder-Maschine hier vorne. Da in großen Chromlettern Horch auf dem Motorblock. Der ist natürlich sehr lang. Das ist ein Reihenmotor.
Doppelzündung hat er, glaube ich, nicht. Hat er eine einfache Zündung, ja. Und hier vorne könnt ihr das sehen, Horch, Zwickau. Da ist die Fahrgestellnummer drin. Da ist der Wagen geboren. Das ist Sachsen. Ja, und hier alle Beschreibungen. Also an dem Auto stimmt alles. Der Wagen ist 100% authentisch und wirklich perfekt restauriert. Und dass er gut läuft, das habt ihr, glaube ich, eben gerade gesehen. Ja, das war Horch 951 Cabriolet, Pullman Cabriolet aus Zwickau. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, euer Stefan Luftschütz und tschüss.